all know that when you have physical access to a machine, that's game over. But how much game over are we talking, actually? Let's find out how completely defenseless Intel chipsets are when faced with USB. Here's Maxim Goriaki with Tapping into the Core. Let's give him a big round of applause. Wow. Okay. My name is Maxim Goriaki. I'm a security researcher at a Positive Technologies company. Unfortunately, my author couldn't be here. His contribution to the work huge, and please consider that we did his work together. So, I would like to cover the topic of hardware Trojan and tell about one of the modern Intel CPU design features that can be used for this purpose. It's direct connect interface. Okay. As you can see from the slide, we're going to review the debugging interface as a basis of such Trojan on the modern Intel CPU. We're going to review direct connect interface. It's JTAG-like interface and his activation. And then I'm going to talk about several tips that can you help to detect such attack. And so, a hardware Trojan is a malicious alternation of hardware that could, under specific condition, result in functional changes on to the system. It can be inserted at the time of manufacture, shipment, and storage or use. You can find information on this type and general technique of detection in the paper mentioned on the slide. I think there is no need to emphasize the timelines of this system attack vector. And in the NSA catalog, which recently became available to public, contains information on a dedicated device for Dell servers that in effect a classic hardware Trojan. And what I've just said logically raises the following question. How much would it cost to implement such a Trojan on modern systems? That is cost of the development and embedding such Trojans, and are those techniques available to people or organizations who are not state security services? Our reports will show that unfortunately yes, and implementing such Trojan may be possible for anywhere who is willing to exploit the possibilities provided JTAG on the modern CPUs. And oh, sorry. It's NSA. Let's step aside a bit, review the JTAG debugging technique a little closer and try to find it Intel CPUs. JTAG standards for joint test action group, and you can find as detail its description in IEEE with the detail available in the standards itself, how you can see a reference on the slide. There is also a video from CCC conference available on YouTube where the design is described in close detail. And but sometimes manufacture, but generally, JTAG is good not only as a basis of Trojan. It can also be used for forensic. For example, if you don't trust the BIOS and would like to read firmware manually from SPI flash without a programmer, or to detect a rootkit,
And JTAG can also be helpful in research for analyzing undocumented architecture technique, also as boot guard or system management mode. And it also may simplify debugging of hypervisor and drivers or power consumption or UEFI models and some way. Often manufacturers extend the standard JTAG by adding their own functionalities. And Intel do it too. JTAG in Intel processor is described rather poorly. Some information can be found in the documentation I mentioned on the slide. And how you can see, Intel CPU have 3 types of interface for JTAG. It's direct connection through Intel in-target probe extended debug port, ITP-XDP, and Intel, it's new technology, Intel Direct Connect interface. It's special transport designed to enable closed chases debug through any of USB 3 ports. You can use JTAG-like interface through USB 3. And there are 2 types of DCI hosting interface in the platform: USB 3 hosting DCI and BSSB hosting DCI. And now let's take a closer look at each of them. Intel ATP-XDP, it's requires Entschuldigung für die Verspätung. Special socket, but Es ist ein besonderes Board mit einem besonderen Sockel. It is capability with Intel System Studio. You can download a trial version from the manufacturer websites, and has protocol protected by NDA. Hat das Protokoll durch durch Gesetz geschützt und es wird heiß. Really? I check it. Ich habe es geprüft. Mit Skylake haben wir man kann besondere Dokumentation in der Information in der Dokumentation finden. Es gibt 2 Arten von Anschluss: ein besonderes Gerät und ein einfaches USB-Kabel zum Debuggen. Ich möchte hier anmerken, dass das Zielsystem in diesem Fall keine Software- oder Hardware-Änderungen braucht. Man braucht nur ein Kabel oder diese besondere Box. Okay, diese Technologie ist unglücklicherweise, es funktioniert einfach so, ohne besondere Chipsets. Wir sollten jetzt einmal jede Verbindung genau anschauen. Diese Verbindung braucht ein besonderes Gerät, ein Intel-Adapter, SVT, SCCA oder BSSB, da steht's. Und es hat ein besonderes DFX-Feature.
Und es geht also auf Intel Direct Connect Interface, das DCI, und es implementiert ein privates Protokoll und macht es möglich, das Zielsystem so zu manipulieren im Deep Sleep Mode, im Tiefschlafmodus. Unglücklicherweise sind seit einigen Monaten diese Adapter SWTCCA und andere nur verfügbar, nachdem man einen NDA unterschreibt. Aber das macht nichts. Weil wir ein spezielles, ein besonderes Gerät haben. Hier seht ihr es. Dieses USB-Hosting DCI ist ein Debugging-Kabel, das als ein OTG-Gerät funktioniert. Dieses Gerät bekommt von dem Host eine Aktivierung. Hier, guckt, so schaut's aus. Es ist ein Gerät. Das ist das Motherboard. And commands are sent to this device through a common USB interface. The device itself is integrated into Die Kommandos werden durch ein USB-Interface geschickt. And it transforms the command into JTAG. Es übersetzt das nach JTAG. Das Format wird nach JTAG übersetzt. Small demo. Und hier ist eine kleine Demo. One moment. Also, einen Moment bitte. We select a configuration. Ich wähle hier eine Konfiguration aus. Ich warte darauf, mit der Zielplattform verbunden zu werden. Stop. Und execution. Ich höre mit der Ausführung auf. Und hier ist es. From this device. Durch einfach dieses Kabel. Current instruction. Der aktuelle Befehl. Special message. Besondere Nachricht. And I'm sorry. Entschuldigung. That's okay. One step. Okay. Ein Schritt. It's work. Es funktioniert. Okay. Demo is end. Alles klar. Ja, Mensch, die Demo hat funktioniert. How to activate this magic function? Wie haben wir diese magische Funktion hingekriegt? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. UEFI Human Interface Infrastruktur, also und ein besonderes P2SB-Gerät. Hier sind die Details. Diese Infrastruktur, diese UEFI-Infrastruktur, ist ein besonderes Interface, das es ermöglicht, ein Benutzer-Eingabegerät im UEFI zu erzeugen. Wenn wir schauen, wie das moderne UEFI-BIOS funktioniert, dann finden wir eine ganze Menge versteckte Optionen, die dem Benutzer nicht zugänglich sind, aber vom BIOS verarbeitet werden. Die Basis für diese Technik, also diese Human Interface Infrastructure, also die UEFI Human Interface Infrastructure, die verarbeitet alle Optionen, auch die versteckten. Und die sind zu dem DSI verbunden. Es kann mit seinen Defaults aktiviert werden. Das sind besondere versteckte Optionen. UEFI defines default value.
Und das UEFI, das gibt einen Standardwert vor. Und wenn man kann das BIOS zurücksetzen auf das Standard-BIOS-Interface. Und dann haben wir ein funktionierendes DSI. The edited image is programmed into SPI Flash by a programmer. In das SPI Flash ist das durch einen Programmierer oder durch das Standard BIOS Firmware Tool, wenn man die Privilegien hat, reingeschrieben. Und die Einstellungen können geändert werden mit einem BIOS Konfigurationsprogramm. It's free. Es ist umsonst. Das kann man einfach runterladen. Aber wenn diese Technik nicht funktioniert, das System bootet nicht. Weil dieses Tool das UEFI-Modell verändert hat. So, dann die nächste Möglichkeit ist das PCH-Band. Und darüber kann man es aktiviert werden. Mit der PCH-Konfiguration kann das angeschaltet werden. In der Flash Descriptor Region. Oder man kann mit einem speziellen Tool das Image reinflashen. Also es ist ein BIOS-Tool. Diese Technik, diese Methode funktioniert, auch wenn das aktiviert ist. Und das Dritte, was man probieren kann, ist, das durch ein P2SB-Gerät zu aktivieren. In der Dokumentation für die verschiedenen Generationen des PCH kann man die Dokumentation finden. Also links, was übrig ist von der 7. Generation. Daten für die On-the-Fly-Aktivierung kann darin gefunden werden, wenn das vom BIOS nicht blockiert ist. Es gibt eine Menge Motherboards, auf denen das für mich funktioniert hat. Wie können wir uns gegen solche Trojaner schützen? Also wir schlagen den Bootguard vor. Then you can check the DCI-enable bit and debugging disabling register through. Dann kann man dieses DCI Enable Bit, Anschalt-Bit prüfen. In this case, DCI may be enabled, but execution cannot be stopped. Die sagen vielleicht im BIOS bei dem MSR, dass es abgeschaltet ist, aber die Ausführung kann nicht gestoppt werden. You can see documentation, die Dokumentation zeigt uns, welches Bit das Wichtige ist und wie man das setzen muss, um CPU-Debugging einzuschränken. Also man muss Bit 1 in das besondere Feld reinschreiben. Und das kann helfen, die Plattform zu schützen, die Laptops zu schützen. Man kann ein besonderes Gerät bauen, das diese Kommandos von USB oder von Wi-Fi überträgt und das benutzen, um eine Backdoor im Server oder Laptop zu implementieren. In other motherboards or computer. And
Moderne CPUs, die nutzen Debuggen-Tools, die auf vielen Plattformen verfügbar sind, die es möglich machen, das System komplett zu kontrollieren. Und die machen das nicht nur attraktiv für Debugging und für Forschung, sondern natürlich auch für Trojaner-Deployment. Und wir empfehlen euch, die Skylake-Laptops zu checken, ob die DCA eingeschaltet haben. Vielen Dank. Und vielleicht werden wir auf dem GitHub ein besonderes Tool publizieren, das euch hilft, das Motherboard zu checken, zu prüfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Spasibo, Maxim. So, questions. Fragen. Have any questions for Maxim about Fragen für Maxim over USB? Für JTAG over USB. See one already here in the front. Thanks for a great talk. Ja, vielen Dank für den Vortrag. First of all, could you share which motherboards Kannst du uns sagen, welche Motherboards das Einschalten der Debugging-Features erlauben? Wir wissen nur von einem Hersteller. Wir haben jetzt nicht so groß gesucht. Wir wissen nicht, wie weit das verbreitet ist. Available to use this functionality. Second question. Is it possible Zweite Frage, ist es möglich, Debugging-Daten nicht über USB, sondern übers Netz zu schicken? Warum nicht? Du hast die Management Engine im Prozessor. Scary, thanks. Ja, danke. Das Okay, we ist. have a question from the internet. Wir haben eine Frage vom Internet. Hello. Okay. The internet wants to know if you have tried reverse engineering the protocol, the USB box. Wir haben versucht, das Protokoll dieser USB-Box zu reverse engineeren. But it's Ja, aber das ist next series. Here in the front. nichts Schlimmes. So, have you contacted Intel, and if yes, what they said? Yes. Habt ihr Intel kontaktiert und was haben die denn gesagt? Die haben gar nichts gesagt. In the back by the camera. So the debugging features can be disabled by the BIOS. Also die Debugging-Features, die können vom Frage. Die Debugging-Features können abhängig vom Hersteller im BIOS abgeschaltet werden. Nein. Das DSI, das kann unglücklicherweise manchmal nicht abgeschaltet werden. Because configuration of Die Konfiguration von DSI ermöglicht, die ist angeschaltet durch die PCH, durch den PCH, durch das PCH-Band. Und wenn der Hub eingeschaltet ist, dann kann man das nicht abschalten. DCI, you always enable Und das DCI, das schaltet immer diese Features an, weil man das mit dem Reset-Vektor stoppen kann. The question was, do you have any idea how widespread this problem is? Hast du irgendeine Ahnung, wie weit verbreitet dieses Problem ist? Ich weiß es nicht genau. Ich denke, dass Intel eine besondere Technik implementiert hat mit Krypto. Aber jetzt nutzen sie es nicht. Vielleicht in der nächsten Generation wird es angeschaltet. We have another question from the internet. The internet wants to know if it's possible to use this to do something to. Frage aus dem Internet: Ist es möglich, damit Signature-Checks zu umgehen? So if you can like modify what's being executed, basically. Kann man damit verändern, was ausgeführt wird? Nee, das geht nicht.
Nee, der PCH-Strap, der ist keine Unterschrift. Man kann es überschreiben. BIOS und Bootguard sehen das nicht. Is there a follow-up question from the internet? Yeah, there's a different question that is, people want to know if and where Das they Internet can will get noch slides and read wissen, more about your wo man research. die Slides bekommen kann und wo man mehr über die They wanna eure know Forschung if lesen kann. And where they can get the slides and read more about your research. In my email. Ja, in meiner E-Mail. Okay, write me. I asked about. I tell about it. Ich schreibe euch zurück. Yeah, thanks for the talk. Vielen Dank. Nächste Frage. Hast du auf alten Plattformen vor Skylake geforscht, so zum Beispiel auf Haswell? Ja, Haswell hat die gleiche Methode, aber unglücklicherweise ist DCI eine Hardware-Technik in Haswell. Ach nee, in Haswell ist es eine Software-Technik. Ich habe keine spezielle Firmware gesehen, die dieses JTAG-ähnliche Interface nutzen kann. Der SVT-Adapter funktioniert von Haswell aufwärts, aber man muss ein NDA unterschreiben. Haswell funktioniert nicht mit dem USB-Gerät. Nur Skylake funktioniert mit dem USB-Gerät. Nächste Frage. Bist du mit Antivirus-Produkten, die dieses Interface verwenden? Ja, das ist schwierig, weil das nicht immer gleichmäßig funktioniert. Der Checkpoint könnte das, ja, diese Methode hat ein paar Probleme. Diese Methode nutzt Hardware-Register und du kannst lesen, die Adresse auslesen und du kannst den Speicher verändern. Der SVT oder USB oder okay, man kann den Speicher verändern, der von einem JTAG-Gerät verwendet wird. Vielleicht kann man es verwenden, aber man kann es detektieren von innen und es ist nicht so gut. Hier noch eine Frage. Ist es Möglichkeit, den Code zu tracen und den Speicher zu lesen? Das heißt, du kannst alle Prozeduren lesen. Can you use this technique to write SMM vectors? Kann man diese Methode verwenden, um SMM-Vektoren zu überschreiben. Man kann Hardware-Breakpoints auf speziellen Registern verwenden, um auf diesen Breakpoints zu lesen, aber diese Breakpoints sind nicht in der Lage, den Speicher zu locken. System Management Mode, for example, and System Management Mode kann man damit auch lesen. So, the protocol, as you said, is protected under NDA. Are you aware of any Das Protokoll ist geschützt durch NDA. Gibt es irgendwelche offene Research dazu? Do you need besondere? Also man braucht für SVT einen besonderen Adapter. Und es ist ein besonderes Protokoll. Das Signal von USB 3 wird genutzt, ist aber kein USB 3.
And yes, Und you can write program which, man kann ein Programm for schreiben, example, can trace your target system. das das Target-System traced. Okay, and last one in the back. Is it like JTAG compatible in such a way Ist that it es has a kompatibel mit scan chain and JTAG? stuff, or is this some Hat es Intel eine invention, Scan-Chain? DCI protocol? Oder ist es das DCI-Protokoll? I know. I think that DCI is a special device which retranslated DSI ist the ein commands besonderes from USB Gerät und dieses Gerät übersetzt die Kommandos von USB in die JTAG. Yeah, right. Tabs. So it's like toggling the JTAG signals? Yes. Es ändert die JTAG-Signale. And is there any chance to put this support into OpenOCD or such open source Gibt es die software? Möglichkeit, das in OpenOCD reinzutun oder in Open Source Software reinzutun? Ja, vielleicht in der Zukunft. Let's put our hands together for Maxim one more time. Vielen Dank.